Oh! Oh shit! Feder. Ah! Willkommen zurück, Leute. Wir befinden uns hier gerade am wunderschönen Donaukanal in richtiger Seemannsstimmung, und zwar haben wir uns gedacht, es wird Zeit für Bootstour Part 3. Der heutige Plan ist, von Wien nach Bratislava zu fahren. Flussstrecke ist 70 Kilometer, wir haben schon 12 Uhr. Wir müssen uns richtig ranhalten und ich würde sagen, wir starten einfach gleich los. Los geht's. Da unser altes Boot, die Nautilus, die letzte Ausfahrt leider nicht überlebt hat, haben wir abgegradet, und zwar auf die Nautilus 2.0. Schaut sich das Ding an. Oh, schön mit Seemannstau hier, handverknüpft. Also da kann nichts schief gehen. Kaum Luft rein und dann aber Abfahrt. Das ist mal ein Luxusdampfer, da haben wir uns nicht lumpen lassen. Wir haben nämlich reichlich Gepäck mit, und zwar unsere Seesäcke. Für den Fall, dass wir irgendwo stranden und dann vielleicht übernachten müssen. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich bei 100%. Umso besser. Also die Pumpe ist aber nicht optimal. Also das Ding ist wirklich für die Tonne. Wir werden das jetzt einfach mündlich aufblasen. Komm, Turbo, Vollgas, reinpressen. Ja? Geil. Bis Bratislava. Bis Bratislava. Ja. Der Fredo hat gerade ungefähr 15 Minuten aufgeblasen und das Ding war einfach nicht angesteckt. Das passiert auch nur dir. Komm rein damit. Das Boot ist fast aufgeblasen, also das ist wirklich ein Workout für die Lunge. Komm, pump das Ding auf. Komm jetzt mit 90 Bar. Ja. So muss das sein. Abfahrbereit. Ja. So, fertig ist das Ding. Oh, sieht die Schmuck aus. Los geht's. Schön zu Wasser lasset. Ah, die Seesäcke noch aufladen. Oh, Fedo, das Boot. Eieiei. Das reicht schon. Das sieht aber gut aus. Yeah. Jetzt kann es hier losgehen. Ja! Wir schwimmen. Ja, komm. Es geht los. Bootstour Part 3 beginnt genau jetzt. Schön jetzt hier vom Donaukanal bis nach Bratislava. Los geht's. Alter. Twizzler. Ja! Hallo. Stimmung! So lässt sich's leben. Oh, das wird eine schöne Fahrt. Perfektes Wetter. Wir müssen nur aufpassen, dass wir auf der Seite bleiben und nicht in den Schiffsverkehr kommen. Komm, jetzt mal Meter machen hier. Turbo. Darüber? Ei. Es geht sich aus. Da ist die Angelschnur. Da ist noch eine. Wo? Scheiße. Wofür? Unten durch. Schön unten durch. Ah, da ist noch eine. Wo? Da. Sorry. Wir sind da direkt in das Gebiet von den Anglern reingetuckert. Das wäre geil, weil einem der Angelhaken direkt das Boot aufsticht. Schön unter die Brücke durch. Es ist fast schon zu idyllisch hier. Hier muss eigentlich Action dran. Ach, bei der Donau geht es dann richtig los. Das sind fette Güterschiffe. Also da müssen wir aufpassen, dass wir nicht untergehen. Wir werden uns jetzt auf jeden Fall mal zurücklehnen und hier entlang tuckern. Das heißt, wir sehen uns dann, wenn hier auch wirklich mal was passiert. Alter, was ist hier jetzt los? Scheiße, da ist ein riesiger Strom, der von der Seite kommt. Oh shit! Pedro, rüber, das kann wirklich das Boot kentern. Was zur Hölle? Oh! Oh, shit. Alter, das ist scary. Oh! Boah, da stinkt's auch richtig. Boah, das riecht nach Abwasser. Boah, ich frage mich echt, was die hier ins Wasser geleitet haben. Es riecht nach Spülmittel. Oh. In 1,5 Stunden wird es dunkel. Wir sind noch immer nicht auf der Donau. Das kann es nicht sein. Jetzt aber Vollgas hier. Es hilft nichts. Ich muss den Heckantrieb anwerfen. Schau, dass nicht ins Boot geht. Ja, da wird man gleich schneller. Oh. Das Paddel! Oh, das Paddel! Schnell! Kurz nicht aufgepasst und das Paddel bleibt hier einfach weg. Oh! Alter! Ein Glück, dass die Dinger schwimmen. Da drüben ist jetzt die schöne blaue Donau. Und da vorne sehe ich schon ein fettes Boot.
Oh, schaut euch das Ding an. Gott sei Dank weit genug entfernt, aber es ist trotzdem leicht scary. Also jetzt geht's wirklich auf geraden Wege nach Bratislava. Eieiei. Ja, es geht richtig zügig hier. Die Kälte, die nimmt wirklich gerade minütlich zu. Es wird unangenehm. Das sollte man auf jeden Fall nicht werden. Boah, ich glaube, ich muss hier echt schon in die Haube rein. Es wird hier wirklich extrem kalt gerade. Wir treiben wieder raus. Da sind überall Birken. Da sind überall Birken. Da es wirklich gerade arschkalt ist und wir wissen, dass wir heute noch eine Übernachtung abziehen müssen, werden wir jetzt versuchen, hier irgendwo kurz anzuhalten. Wir haben nämlich kein Feuerzeug mit, sondern nur Feuerstahl. Und ihr wisst ja vom Iglo bereits, das ist eine richtige Challenge, bei so einem Wetter Feuer anzumachen. Deshalb brauchen wir auf jeden Fall Birkenzunder. Und aus dem Grund werden wir jetzt hier kurz ranfahren und uns da drüben bedienen. Ah, das fühlt sich gut an, Bro, das kann ich dir sagen. Weiß man gar nicht mehr, wie das ist, wenn man so lange auf See ist. Boah, Alter! Da ist sie, die Birke. Und das eignet sich dann als idealer Zunder. Auch dünn, also das brennt wirklich sofort. Also die Taschen sind voll, ich denke, es kann wieder aufs Boot gehen. Komm, ab auf die Nautilus. Oh. Weiter geht's. Meine Finger frieren ab. Zurück in den Hauptstrom. Die Sonne geht unter. Richtig idyllisch hier gerade. Da oben schön der Mond. Boah, sieht das geil aus. Das ist echt schön. Also wir sind jetzt von hier gestartet, von Wien, und haben gerade ungefähr schon ein Drittel unserer Strecke zurückgelegt. Hier oben ist Bratislava. Hier ist Haimburg an der Donau und das ist auf jeden Fall das Ziel für heute. Also da muss es noch hingehen. Sieht wunderschön aus, da sehe ich ein paar Inseln und da werden wir dann im besten Fall auch drauf übernachten. Das wird auf jeden Fall ein Cent. Die Kälte ist hier nicht zu unterschätzen. Komm ans Paddel, Matrose. Da hinten noch schön der Sonnenuntergang. Da dann aber schon gleich die absolute Finsternis. Boah. Wenn uns das hitten würde, dann wäre es vorbei. Dann würde man schwimmen gehen auf jeden Fall. So, wir haben gerade festgestellt, dass das Boot hier schon leicht Luft verliert. Ich hoffe, wir haben kein Loch. Matrose, Mundschlauch. Hier das Ventil auf hoher See zu öffnen, das fühlt sich irgendwie falsch an. Ja, komm. Das ist wieder prall, das Ding. Siehst du das da hinten? Ne? Das ist das Schiff, glaube ich. Da leuchtet was. Wir sollten schauen, dass wir auf okay, shit. Da kommt uns was entgegen. Oh oh. Überfallen. Anders überfallen. Wir brettern da auf irgendwas zu. Wir hören es, aber wir sehen es nicht. Starke Strömung. Starke Strömung. Oh shit. Alter, mach Feder. Okay. Oh! Oh, das war scary. Da hatte ich kurz Schiss. Oh, ich hatte Angst. Jetzt kentern wäre echt das Ende. Man sieht hier einfach ohne Taschenlampe gar nichts mehr. Kann sich hier nur noch an den Sounds und an Google Maps orientieren. Hier sind überall solche Stromschnellen. Das ist gruselig, da denkt man echt, man wird eingesogen oder so. Man muss hier echt wachsam bleiben. Ich glaube, da tuckert uns gleich ein Dampfer entgegen. Da ist das nächste Schiff. Vorne ist schon wieder irgendwas, das wie ein Schiff aussieht. Man kann hier nicht chillen, es ist durchgehend beängstigend. Rüber. Oh. Schaut sich das an, ein riesiges Kreuzfahrtschiff. Die chillen da im Warmen, während wir hier auf der kleinen Nautilus komplett abfrieren. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, sind da auf der Nussschale, während die auf dem Luxusding sitzen. Die gönnen sich da wahrscheinlich gerade das 5-Sterne-Abendessen. Komm, die werden jetzt weggeleuchtet hier. Schön das ganze Boot bestrahlen. Oh. So, kurzes Update. Es ist mittlerweile 19:30 Uhr, um 1 Uhr haben wir gestartet. Wir sind jetzt schon 6,5 Stunden am Wasser. Die Füße spürt man absolut nicht mehr. Es ist eiskalt. Ja, es wird immer kälter. Diese Position hier im Boot ist echt unangenehm. Aber wir sind unserem Ziel schon recht nah. Ich kann mir vorstellen, dass wir in 2,5 Stunden bis 3 Stunden in Haimburg sind. Das wäre auf jeden Fall gut. Dann schleunigst ein Feuer anmachen und dann aber in die Schlafsäcke. Boah, die Kälte. Man muss hier einfach rudern. Jetzt geht der Spaß langsam los. Also angenehm ist das nicht mehr. Angenehm ist das schon seit der Zeit nicht mehr. Das sieht ja wirklich krank aus. Boah, wie nebelig es hier ist. Jetzt beginnt hier wirklich gerade die Challenge. Zählt man echt wirklich die Minuten. Es ist so kalt. Aber durchziehen. Oh.
Der leuchtet auf uns. Boah, der sucht nach uns. Das Boot ist uns bis jetzt am nächsten und das fühlt sich wirklich ungut an. Ah. Alter Schwede. Ich wink mal. Eieiei, der Luxusdampfer. Die chillen da einfach im Warmen. Jetzt aber reinleuchten. Die Thomas Hardy. Nebel ist ja wirklich extrem stark. Man sieht jetzt gar nicht mehr auf die andere Seite rüber. Sich das an. Wachsam sein, Matrose. Da kommt was. Boah! Steuerbord, Backbord. Boah! Uiuiui. Da wird's rough. Zivilisation. Hier sind wieder erste Häuser an der Seite. Wir sind fast in Heimburg. Komm, Bro, jetzt Vollgas. Die grünen Lichter, das ist die Brücke. Unter der Brücke durch und dann sind wir in Heimburg. Dann aber auf die Insel und ab ins Lagerfeuer. Wir frieren uns hier den Arsch ab. Komm, jetzt wirf das Schiffshorn an. Ja. Da ist es. Hier ist Heimburg. Wir werden jetzt direkt hier auf diese Insel zusteuern und da unser Lager für heute Nacht errichten. Ich hoffe, wir kommen hier noch safe an Land. Oh, gut. Ja, Paddel. Das Paddel ist gerade gebrochen und da drüben ist die Insel. Wir müssen hier irgendwie anlegen. Halt dich fest. Okay. Okay. Wasser rein. Also das Boot schwimmt. Das gibt's nicht. Also das wird hier gerade noch extrem. Wir müssen hier irgendwo raus, aber das geht nicht leicht. Da wäre eine Leiter gewesen. Okay, hier raus. Ich kann meine Beine nicht bewegen. Okay, komm. Geh auf. Alter. Wir sind einfach nicht an Land gekommen. Ich kann meine Finger gar nicht mehr bewegen. Ich spüre meine Füße nicht. Wir sind jetzt irgendwo hier in einer Au drinnen. Es sieht einfach Arsch aus, um ein Feuer zu machen. Ich muss jetzt kurz die Kamera ausmachen. Es ist arschkalt. Wir sehen uns gleich. Wir sind fast gekentert. Schuhe sind komplett nass. Mir ist jetzt richtig kalt. Wir müssen schnell ein Feuer machen. Wir sind jetzt hier auf irgendeiner Insel vor Heimburg. Das Boot steht da unten. Hier werden wir jetzt das Feuer machen und dann gleich in nächster Nähe unser Lager errichten. Das muss jetzt alles schnell gehen hier. Das sieht ja gut aus. Wir haben hier schon diverses Holz gesammelt. Hier schon so eine kleine Pyramide aufgebaut. Das heißt, es kann losgehen. Das muss jetzt klappen hier. Eingefahren. Scheiße. Fuck, Hilfe. Zünd dich an. Okay. Das brennt. Ich bin erleichtert, dass das funktioniert hat. Die Wärme tut direkt gut. Also ich muss sagen, das war schwieriger als das Feuer beim Iglu. Einfach weil die Hände so eingefroren waren, dass man den Feuerstein gar nicht richtig bewegen konnte. Jetzt noch ein paar größere Hölzer nachlegen, damit das auch ein bisschen mehr Wärme abgibt. Und dann können wir schön hier unsere Sachen trocknen. Das Feuer brennt stabil. Also jetzt ist die Komfortstufe aber wieder hoch. Fühlt sich das gut an. Da geht die ganze Feuchtigkeit raus. Autsch. Also das war ja wild. Bin echt gespannt, wie wir das morgen machen, weil jetzt kurz vorm Anlegen ist uns noch ein Paddel gebrochen. Das heißt, wir haben jetzt nur noch ein komplett funktionstüchtiges Paddel, aber das machen wir morgen schon irgendwie. So, das Feuer brennt hier gerade noch ab. Für uns geht es jetzt in die Haie. Gute Nacht. Bis morgen. Wir sehen uns direkt morgen früh und dann geht es im Boot sofort nach Bratislava. In dem Sinne, gute Nacht. 28. Guten Morgen. Der ist ja richtig eingefroren.
Fredo pennt noch. Ich muss sagen, ich habe richtig gut gepennt. Mir war überhaupt nicht kalt. Bin kein einziges Mal aufgewacht. Also das war jetzt wirklich mal wie im Hotel. Fredo? Guten Morgen. Morgen. Komm raus aus dem Kokon. Komm, aufstehen, sonst rolle ich dich da direkt runter ins Wasser. Wie spät ist es? Es ist schon 8:20 Uhr. Das Wasser ruft, mein Lieber. Das Wasser ruft. Schaut euch das an. Schöne kleine Nebelschicht. Sieht ja perfekt aus. Da geht's gleich rein. Und ich hab mächtig Bock. Okay. Bock? Ja. Attacke! Ja. Alter, ich habe gerade bemerkt, dass mir mein Schuh einfach zu klein ist. Und zwar nur der rechte, weil ich den so nah beim Feuer getrocknet habe, dass er einfach eingegangen ist. Da komme ich eigentlich nicht mehr wirklich rein. Und das Schuhband hier, das habe ich auch weggefackelt. Das hört hier einfach auf, weil es abgebrannt ist. Also die Schuhe sind für den Arsch. Eieiei. Wir werden jetzt hier das Lager aufräumen, uns zusammenpacken und dann geht es aber wirklich direkt auf den Fluss und nach Bratislava. Das letzte finale Stück unserer Reise. Jetzt müssen wir noch mal Gas geben. Komm, jetzt haben wir ein Sippig Holy. Schön wegzünden. Ah ja. Ja, da kommt Jetzt die geht's Energie. los. Motivation jetzt wieder ins Wasser zu gehen ist ein bisschen niedriger, muss ich Ach sagen. komm, jetzt Weil es direkt echt in die kalt. Stimmung rein. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Vielleicht schaffen wir es ja, dass wir um 12 in Bratislava sind. Es ist heute auf jeden Fall deutlich kälter und nebelig ist es auch noch. Es könnte um einiges unangenehmer werden. Das werden wir gleich rausfinden hier. Da ist sie, die Nautilus. Oh. Aber hier kommt das erste Problem. Und zwar ist uns das Paddel gestern gebrochen. Das heißt, wir haben nur noch ein komplett funktionstüchtiges. Wird auf jeden Fall interessant. Ja. Na gut, los geht's. Ja, ist noch. Ja. Oh. Yes. Alter, wir sind oben. Jetzt geht's weiter. Boah, der Nebel. Da kriegt man ja direkt Bock. Es ist um einiges kälter, aber dafür sieht es auch um einiges wilder aus. Also komm. Oh. Und los geht's. Ich bin ehrlich, das wird, glaube ich, hardcore. Ich spüre meine Finger nicht mehr und wir sind gerade mal 1 Minute am Boot. Die Finger, die sind echt taub direkt. Oh, aber seht euch das bitte an. Das ist ja einfach nur idyllisch. Da kommt aber die Sonne raus, Bro. Da steigt die Motivation, was? Wenn die uns noch trifft, dann Heureka. Ja komm, Kampffrei jetzt. Angriff! Ah! Man muss sich hier echt mit Motivation aufheizen, damit man diese Eiseskälte auf den Fingern und den Füßen vergisst, Leute. Aber da kommt die Sonne. Und da drüben sehe ich die blaue Dunja, die Donau. Der Fredo muss hier im einhändigen Banditen paddeln, weil das Ding sonst zerbricht. Also wenn es noch schlimmer kommt, dann sehe ich dich heute noch im Handpaddeln. Scheiße, das wollen wir nicht. Es wird lustig, da die großen Frachtschiffe zu erkennen. Ich hoffe, das geht überhaupt. Die andere Seite ist hier vielleicht 100 Meter entfernt und man sieht sie nicht. Das fühlt sich wirklich an, als würde man da aufs offene Meer zutuckern. Okay, und das Schiff da. Sieht die Dinge hier echt nicht kommen. Boah, also das ist wie aus einem Film gerade. Das ist schon geil. Das wunderschöne Heimburg. Also Leute, schnappt euch ein Boot und haut euch auf die Donau. Aber nur mit entsprechendem Safety-Team. Wir haben da natürlich ein U-Boot, was die ganze Zeit mit uns mittaucht. Im Falle der Fälle, falls da was passieren sollte. Das ist natürlich immer dabei Ja, bei ja. den Bootstouren. Man hört hier gerade ein Boot, aber man sieht nichts. Man ist hier echt orientierungslos. Da sehe ich gar nichts mehr. Es ist schon kalt, aber das ist das Wilde an diesen Abenteuern. Eigentlich sind die verdammt unangenehm, aber dadurch, dass es einfach so geil aussieht, ist es das absolut wert. Da ist jetzt das riesige Schiff im Nebel. Wenn man da jetzt in der Mitte fahren würde, wäre es echt gefährlich. Man sieht das Ding nicht kommen. Schaut euch das an, man sieht es jetzt erst. Boah, das ist schon geil, aber das ist das Wilde an diesen Abenteuern. Eigentlich sind die verdammt unangenehm, aber dadurch, dass es einfach so geil aussieht, ist es das absolut wert. Da ist jetzt das riesige Schiff im Nebel. Wenn man da jetzt in der Mitte fahren würde, wäre es echt gefährlich. Man sieht das Ding nicht kommen. Schaut euch das an, man sieht es jetzt erst.
Okay, Bro, wir müssen gerade. Und Kalker fallen. Autsch. Ja. Oh oh. Was zur Hölle ist das? Hier ist einfach ein riesiges Gebäude und das Ding sieht komplett verlassen aus. Ich glaube, wir werden hier jetzt kurz an Land gehen und uns das ansehen. Oh. Alter, schau dir das an, Bro. Slowenski Republiki. Wir sind schon in der Slowakei. Haben die Länderüberquerung hinter uns. Also wir sind anscheinend schon über die Grenze drüber. Das heißt, Bratislava kann nicht mehr weit sein. Wow, geil. Jetzt haben wir mal gleich hier rauf und schauen, was da ist. Oh. Das ist was wie ein Theater oder so. Ja, stimmt. Komplett verwachsen. Und da rechts neben uns gleich die Burg. Das ist mal eine Aussicht. Da unten schön die Nautilus. Also viel gibt es hier nicht. Ich glaube, wir werden jetzt direkt wieder zum Boot schauen. Und dann aber nach Bratislava. Ah, man will nicht in die Kälte. Ja, ja, komm. Komm, 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 komm. Ja, komm. Ja, 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 ja. Schön, die Hampelmänner. Oh ja. Ah! Kaum zu Wasser lassen. Man hat keinen Bock, aber das muss durchgeackert werden. Und wir sind wieder im Boot. Man sieht echt gar nichts gerade. Es kommt mir fast vor, als würde der Nebel hier schlimmer werden. Die Bootsfahrt hat sich wirklich in eine Pain Challenge verwandelt. Die letzte Strecke, die hat es jetzt noch wirklich in sich. Ich hoffe, wir kommen heil in Bratislava an. Die Finger, die spüre ich überhaupt nicht mehr, die Zehen schon gar nicht mehr. Man wartet hier einfach nur noch ab. Durchbeißen. Kalt, ne? Ah! Ich glaube, das ist wirklich bis jetzt die mit Abstand härteste Challenge. Die härteste Kälte-Challenge auf jeden Fall. Hier wird's rau. Das sieht hier echt aus wie bei Walking Dead. Fehlen nur noch die Zombies, die uns hier gleich attackieren. Oh, hier sind die Bäume richtig unter Wasser. Boah. Das ist um einiges extremer als erwartet, aber das wollten wir so. Jetzt beginnt der Fullsend hier. Genau so wollten wir das. Jetzt beginnen die Schmerzen und man muss durchziehen. Man muss sich mit der Kälte anfreunden. Wie ist ein Freund. Man muss abfahren auf das Gefühl. Boah, ist das geil. Komm, ist das geil. Schön kalt, so muss es sein. Schön auf der Dunja reiten. Ah! 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 Oh, okay, Kaffee, ja. Man hörte jetzt sowas in der Ferne, was nach Autobahnbrücke klingt. Und wir wissen, dass Bratislava mit seiner fetten Brücke beginnt. Oh, ich hoffe es so sehr. Die geschissene Dunja. Wir hoffen wirklich, dass das diese Brücke ist. Mit jeder Minute wird sie kälter. Das ist echt schon ein richtiger Kampf. Hinten sehe ich eine Brücke. Siehst du das? Ah! Ja! Das ist sie! Alter, das ist sie! Ja! Das ist die Brücke nach Bratislava, Leute! Unten durch und wir sind in Bratislava! Tempo, Tempo, Tempo! Ah, komm, jetzt aber schnell hier raus! Ja, komm, paddeln! Ja! Go! Ja! Komm, Jungs! Tempo! Da ist die Brücke und da geht's gleich unten durch. Slatko, das ist kein Deutsch, das ist Slowakisch. Wir sind da. Ah! Hier noch durch und wir haben es geschafft. Die letzten Minuten hier genießen. Boah, ist die majestätisch. Ja! Das ist es! Alle, 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 alle. Eine Brücke mit vielen Autos.
Ja, das ist die Straße nach Bratislava. Alle, 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 alle. Eine Brücke mit vielen Autos. Ja, das ist Bratislava. Wir sind in Bratislava. Endlich. Ja, das ist eine Challenge. Oh, was war das für eine Höllenfahrt jetzt zum Schluss? Gestern war ja noch Halligalli, aber heute, also das war wirklich ein extremer Send. Ja! Ich spüre nichts mehr. Muss irgendwo mich aufwärmen. Das war jetzt noch mal extrem das letzte Stück. Jetzt aber aus dem Boot raus. Wir haben es geschafft. Wow. Oh. Festland. Yes. Wir haben es geschafft. Wow, war das eine Challenge. Schnell irgendwo aufwärmen. Keine Ahnung, wo wir hier gerade genau sind. Zehen spürt man überhaupt nicht mehr, man kann sich kaum bewegen, Finger auch nicht, kann nicht einmal mehr den Aufnahmeknopf von der GoPro richtig drücken. Wir tragen das Boot jetzt hier rauf, wärmen uns kurz auf, dann sehen wir uns gleich. Wow. So Leute, wir befinden uns hier gerade am Busbahnhof in Bratislava, haben uns halbwegs wieder aufgewärmt. Das da hinten ist der Bus nach Wien. Alter, diese Bootstour, die hat es wirklich in sich gehabt. Ich denke, das war ein gebürtiger Teil 3. Kannst doch immer kaum glauben. Wir haben das richtig unterschätzt mit der Kälte, war richtig intensiv, aber eine geile Challenge. Dafür natürlich nicht vergessen zu abonnieren, liken und kommentieren und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut's rein, Leute.